Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Trip Report oder Flight Report, wie ihr es halt sehen möchtet. Wir fliegen heute von London nach New York mit British Airways in der Business Class in deren 747-400 im Upper Deck. Genau, also dass wir hier in London sind, kann man ja erkennen, ne? Wir sind gerade ganz gut durch die Security gekommen, das ist ja immer so eine Sache. Jetzt gehen wir aber erstmal in die British Airways Galleries Lounge. Das ist die First Class Lounge hier in London Heathrow. Die können wir besuchen, weil wir bei British Airways Goldies sind. Also wir haben den Emerald Status und der berechtigt uns in die First Class zu gehen. Immer wieder ein Erlebnis. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, also zack zack. Wenn ich zack zack sage, meine ich es auch, und Dominik ist ja berechtigt dafür, dass er am Flughafen immer ja einen Zahn zulegt. Was meint ihr, wie er rennen kann? Ich muss mal für kleine Jungs, daran liegt das einfach. Das ist eine Ausrede, eine billige Ausrede. Er ist immer so, er macht einen Stress. Aber gut, wir sind ja am Flughafen, da passt das doch irgendwie, oder? Ich saß gerade mal 5 Minuten da, wir haben einfach keine Zeit heute. Problem ist nämlich, unser Flug nach New York geht vom Satellite Building C ab. Das ist das letzte Gebäude. Da müssen wir also mit dem Zug hin, ja, bis zur Endstation, und das dauert auch bestimmt noch mal 15 Minuten. Ja, und Abflugzeit ist in 43 Minuten. Es riecht nach Fisch und Chips hier irgendwie. Riechst du das? Wir sind in England. Uah. Please hold on. Transit is departing. Next stop, gates C52 to C66. Ich bin da, wir sind im Upper Deck übrigens, das ist oben in der 747 die Queen of the Skies. Es ist ein altes Flugzeug, wahrscheinlich über 20 Jahre alt, aber es ist immer noch toll, besonders oben zu sitzen. Ja, allerdings sitzen wir nebeneinander am Gang, kein Fensterplatz. Das hat aber den Vorteil, dass wir direkt raus können. Alle anderen, die am Fenster sitzen, müssen über die Beine der anderen Leute eventuell, wenn es nicht voll ist, steigen, aber es sieht so aus. Kaum sitze ich, bekomme ich Wasser und einen Waschbeutel, also halt ein Amenity Kit. Gucken wir noch mal kurz rein. So, das ist da drin. Ist nicht viel, eine Zahnbürste, Ohrstöpsel, ein paar Cremes, Augenbinde und Socken. Aber es sind neue. Es ist alles jetzt von der White Company, also ein neues Design hier. Also ich finde es so richtig cool hier. Leider habe ich ja keinen Blick nach draußen, da sitzt jemand Fremdes neben mir. Das ist ein Nachteil. Allerdings, wie gesagt, Dominik und ich wollten ja diesmal einen Sitz haben oben und so privat wie möglich halt, dass man halt über niemanden drüber steigen muss. Und das sind halt nur mal diese Sitzplätze, weil sie direkt am Notausgang sind. Ja, und ich habe auch meinen eigenen Gangzugang. Das ist natürlich ganz grandios. Das heißt, endlich mal bei British Airways steigt über mich keiner drüber und ich muss über keinen drüber steigen.
Story machen. Story. Wer uns noch nicht auf Instagram folgt, sollte das jetzt tun, denn ich streng mich da wirklich an, für Stefan das zu machen, für uns. Ich finde das ziemlich cool, hier oben zu sitzen. Das ist das erste Mal, dass wir in der 747-400 von British Airways oben im Upper Deck sitzen. Zuletzt saßen wir bei Lufthansa in der 747-8, also das ist die neuere Variante des Jumbo Jets, oben im Upper Deck. Da gab es eine typische 2-2er-Bestuhlung. Bei der Lufthansa hier ist auch eine 2-2er, aber British Airways ist der viel privater. Also gut, ich könnte jetzt Dominik sehen, er mich auch, aber meinen Nachbar zum Beispiel kann ich gleich nicht mehr sehen, wenn ich hier diesen Sichtschutz hochmache, geht aber erst nach dem Start. Ja, ich wollte mal schnell gucken, wie alt diese Maschine ist. Das interessiert mich schon sehr. Ja, wie vermutet, die Maschine ist über 23 Jahre alt, also ist schon sehr, sehr alt für Flugzeugverhältnisse. Gestern war sie noch in Johannesburg, heute fliegt sie nach New York. Kennzeichnung ist G-CIVF, also ich werde sie euch auch jetzt hier im Video verlinken, also durch einen Einblender zeigen. Ja, interessant, das Flugzeug. Ich mag es ja, ich sitze hier gerne drin. Wie ist eure Meinung dazu? So, und der Dominik erklärt euch heute mal, was alles an einem Platz ist. Ich erkläre jetzt mal den Sitz. Also, es ist hier ganz besonders und zwar gibt es hier etliche Sitze, wo man nicht über den Nachbarn drüber steigen muss. Und das gibt es nur im Upper Deck, ist eine 2-2-Konfiguration und ich finde es ganz toll, dass ich hier beispielsweise nur diese Nummer hier habe und Stefan diese Nummer hier. Ja, was gibt es so alles an dem Sitz? Ich meine, Leute, wir wollen euch nicht langweilen. Der Tisch, oh, der Monitor, die Beineablage. Da ist das Amenity-Kit und mein persönliches Amenity-Kit. Eine kleine Schublade. Ja, das kennt man auch. Nach rechts ist der Divider, das heißt, den kann ich dann hochfahren. Seat Controls. Einmal für den Kopfhörer, USB. Und da wäre das Universal Power Outlet. Und die Fernbedienung. Steckdose. Ich soll nicht immer Denglisch reden, sagt er gerade zu mir. Recht hat er. Ich übergebe das Wort jetzt mal wieder an den. Genau, also mal heute etwas anders. Das Menü für heute auf den Flug nach New York, der übrigens 7 Stunden und 20 Minuten dauern wird. Diesmal zum Aufklappen. Ja, daran ist zu sehen, dass es hier sogar 2 Champagner gibt. Einen normalen Brut und auch einen Rosé. Ich mag ja lieber den Rosé-Champagner. Was ist denn eure Vorliebe? Eher normal oder Rosé oder gar kein Champagner? Das ist ja auch Geschmackssache. Ja, und es gibt eine Bar mit verschiedenen Drinks, diverse Vorspeisen, also Starter. Ich kann zwischen 3 Hauptgerichten wählen. Ich kann aber auch eine Express-Variante nehmen, also einfach nur wahrscheinlich was ganz, ganz Schnelles, was auch immer das sein mag, steht hier nicht. Ja, und später dann während des Fluges noch eine kleine Snackbar. Ob die sich hier oben befindet, weiß ich nicht so genau, wir werden es sehen. An sich fand ich das Boarding hier relativ gut. Wir kamen natürlich zu spät, okay, aber es war alles relativ ruhig, es war kein Stress hier und ja, da sitzen wir drin und Boarding steht und es kann jetzt auch losgehen. We'll now demonstrate the safety features on this aircraft. The name's G. Shmoney G. Hand baggage should not block the aisle or exit. It must be put under the seat in front of you. Es gibt ein heißes Tuch hier auf dem Flug. Wahrscheinlich nicht das letzte. Allerdings finde ich es bei British immer so ein bisschen sparsam. Ist auch nicht wirklich feucht. Ich finde hier keinen Knopf, um den Divider hochzumachen. Ich glaube, das kann nur derjenige machen, der am Fenster sitzt. Sehr interessant. Hier unten habe ich ein ganzes Fach für mich ganz alleine. Da habe ich hier schon mein Amenity-Kit drin und auch die Flasche Wasser, die Kopfhörer, die ich nicht brauche, weil ich habe ja meine eigenen mit. Hier unten ist die Steckdose, hat Dominik schon erklärt. Und
ich brauche Strom, mein Handy ist gleich leer. USB gibt es nämlich hier. Genauso wie den Controller für den Monitor. Eigentlich brauchen wir den gar nicht, weil der Monitor ist so nah dran, dass ich ohne weiteres hier alles steuern kann. Und es gibt genügend Auswahl an Filmen, das kann ich euch sagen. Nicht nur Filme, es gibt auch verschiedene Serien, Big Bang Theory und Kindertrickfilme, was haben wir, Musik gibt es, und ich kann mir auch die Map anschauen, wo wir uns gerade befinden, wo wir hinfliegen, wie weit es noch ist, wie lange wir schon geflogen sind und so weiter und so fort. Also das Entertainment-System ist ziemlich innovativ, es hat einen hochempfindlicher Monitor vor mir. Was immer mehr, genau richtig. Ziemlich dunkel hier drin in der Toilette und sie ist auch ziemlich klein. Und dann könnt ihr das sehen. Okay, wir sind auch im Upper Deck, da ist auch nicht viel Platz, ne? Aber was gibt's hier alles? Eine Menge. Desinfektion, Seife, Handcreme, nochmal Seife, Tücher. Das machen wir mal schnell zu hier, will ja keiner sehen. Ja, aber es sieht ein bisschen aus wie eine Nasszelle. Okay, es ist ja auch schon 23 Jahre alt, dieses Flugzeug. Oh. Ist ja richtig Dampf hier drauf auf den Leitungen. Ja, cool. Und auch gut finde ich, dass es hier Tücher zum Reinigen der Klobrille gibt. Das ist ja mal so eine Sache hier in den Flugzeugtoiletten. Ja, perfekt. Dann gehe ich jetzt mal schnell zurück, denn es beginnt auch gleich der Service. Also ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Platz hier erwischt. Ich finde ihn ja so privat, er ist auch irgendwie total kuschelig. Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt von den British Airways Business Class Sitzen. Sie sind teilweise sehr, sehr eng, je nachdem, wo man sitzt. Wenn man natürlich den Sitzplatz hier links neben mir hat, ist es schon eng, weil man muss ja einmal hier hinten rumlaufen, um dahin zu kommen. Und ich brauche einfach nur aufstehen und bin draußen. Allerdings bin ich jetzt hier auch nicht wirklich privat. Ich kann hier fast jeder angucken in der Kabine. Derjenige neben mir, der ist wiederum sehr privat. Ja, man muss also wissen, was man möchte. Das ist übrigens der Sichtschutz. Ich habe jetzt nicht gedrückt, hier oben befindet sich der Knopf. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte mal, der wäre hier unten, denn das ist hier der Controller für den Sitz. The salad. Okay. And can I have also the soup, or is the soup not possible? Or is the soup the next choice? So you can choose either one of these. Ah, okay. And then these come extra, so you can choose what you'd like. Ah, okay. For me, the tomato salad, and after this, then the soup. Bevor es spät wird, und ich bin relativ müde, ich muss euch sagen, wir kommen nämlich vor 3 Tagen erst aus Südamerika wieder, also eigentlich in einer völlig verkehrten Zeit und haben ganz wenig geschlafen heute Nacht. Ich bin eigentlich ziemlich fertig. Hoffentlich sieht man es mir nicht an, seht es mir nach. Also wie gesagt, bevor die Zeit so weit voranschreitet und ich viel zu müde bin, zeige ich euch schnell mal hier die Funktion des Sitzes. Hier der bekannte Ottoman von British Airways, der lässt sich einfach mit einem Umschlagen des Hebels umklappen. Ziehe ich dafür mal die Schuhe aus. Es gehört sicher nicht mit Schuhen auf das Bett zu gehen. Und die Knöpfe dafür sind hier relativ einfach. Das ist der für die aufrechte Sitzposition, ebenfalls das für Take-Off und Landing. Das ist die Lounge-Position, einfach ein bisschen fern zu sehen, also in den Monitor zu schauen. Genau, das wäre sie. Dann kann ich wunderbar in den Monitor schauen. Übrigens, das finde ich ja mal ganz toll bei British. Der Monitor ist so ja ganz gerade, aber es ist ja furchtbar reinzukommen, wenn man hier so liegt. Man kann ihn nämlich so ein bisschen zur Seite drehen und dann kann man dann direkt reingucken. Oder die 180 Grad Liegeposition. Allerdings finde ich es ist ein bisschen kurz geraten, das Bett. Die genauen Maße mal wieder jetzt von der rechten Seite des British Airways Business Class Sitzes. Ja. Allerdings habe ich ja den Vorteil, dass ich nach rechts raus kann, habe meinen Arm raushängen lassen. Also ich habe relativ viel Platz rechts und links, finde ich ganz cool.
Dann wird es auch gleich jetzt Essen geben. Meine Wahl habe ich getroffen. Ich habe mich auf das Fleisch festgelegt als Hauptgang. Vorspeise, Tomatensalat, dann die Suppe und zur Nachspeise habe ich noch nicht gesagt, aber da werde ich den Schokokuchen nehmen. Der ist mit Sicherheit wieder innen drin weich und warm. Oh, ja, dann war's das. Dann gehe ich wahrscheinlich schlafen. Und ich habe noch was vergessen. Es gibt hier ein Säckchen. Da steht ganz groß White Company drauf. Das ist ja das neue Konzept von British Airways. Nicht nur das Amenity-Kit ist von dieser Firma aus New York, nein, auch das Bettzeug. Das besteht hier aus einer Decke. Noch eine, das ist die Unterlage. Das ist die Auflage für später, da kann ich dann drauf liegen. Und hier ist nochmal eine Decke. Also ich habe hier 2 Decken zur Auswahl. Einmal eine leichte Decke, einmal eine dicke Decke. Ich denke, das werde ich mir dann später gönnen. Ja, während ich jetzt hier schon ausgepackt habe, gehe ich nochmal zurück zur Lounge-Position. Kam schon der Champagner. Übrigens gibt es bei British ein neues Service. Kandierte, aber nicht warme Nüsse. Ich finde, heute ist die Kabine relativ kühl hier. Wir müssen ein bisschen heizen. Wir fliegen übrigens jetzt nach Las Vegas. Vor einigen Wochen sind wir schon nach San Francisco geflogen, ebenfalls mit British Airways und American Airlines. Ganz einfach warum? Weil es aus Zürich vor ein paar Wochen ein sehr, sehr gutes Angebot gab. Für ungefähr 1.200 € ging es für uns, also für diesen Preis, nach Amerika. Wir konnten uns aussuchen, halt wohin. Deswegen waren wir zuerst in San Francisco. Wir hatten dort einen Termin, praktischerweise. Und jetzt geht es nach Las Vegas. Dort machen wir auch ein bisschen Urlaub, ein bisschen Spaß haben vor Ort. Und gleichzeitig requalifizieren wir uns für den Goldstatus fürs nächste Jahr, ne, damit wir den Emerald, also den höchsten Status bei British Airways, auch fürs nächste Jahr haben. Das ist relativ wichtig. Da brauchen wir 1.500 Tier Points insgesamt. Und ja, gleichzeitig machen wir auch noch ein paar Meilen, also Avios, für den nächsten Prämienflug. Das ist beides alles sehr, sehr wichtig und interessant. Wir haben alles das mal zusammengefügt in unseren Travel Hacks auf unserer Website. Wir haben auch einige Videos darüber gemacht, was ist ein Status und was mache ich mit Meilen, was nützt mir ein Status und wie komme ich am schnellsten an einen Prämienflug heran. Ja, alles das in unseren Travel Hacks. Am besten mal auf das i drücken oder auf unserer Website vorbeischauen. Das finde ich ja einen großen Nachteil hier, dass man immer über meine Shows den Nachbarn bedient. Das geht bestimmt auch anders. Ich bin mir nicht so sicher. Die Blumenkohlsuppe ist im Prinzip sehr lecker, aber ich weiß genau, sie ist voller Sahne und Fett. Man merkt es auch. Ja, ich schwanke zwischen lecker und Sünde. Das sieht aber lecker aus, Leute. Und es riecht total lecker. Das ist ein Rindfleisch mit Brokkoli und Gnocchi und mit Käse überbacken. Sieht Sünde aus, aber lecker. Oh, das Fleisch zerfällt ja. Ich will nicht übertreiben, aber ich bin sehr überrascht. Das Fleisch ist schmackhaft, es ist überhaupt nicht süß. Es ist sehr gut gekocht. Das ist jetzt kein Steak. Das ist halt ein gekochtes Stück Fleisch. Und das mag ich ja so gerne. Zusammen mit sehr leckeren Gnocchi oder einer guten, würzigen Soße. Perfekt. Zum allerersten Mal bei British Airways, zumindest für mich, kam gerade der Flugbegleiter und hat mein Glas direkt am Platz von der Flasche nachgefüllt. Normalerweise ist es ja so, dass man ein neues Glas von der Galley bekommt. Da hat sich einiges geändert bei British Airways. Ich bin begeistert. Ich habe das wieder gesehen, ein bisschen nervig. Aber jetzt nochmal der krönende Abschluss. Früchte und ein Schoko, wobei das ist ja weiße Schokolade offensichtlich, mit Vanillesoße. Oh. 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 Ein Barberkuchen mit Erdbeer drin. Oh,
der Wahnsinn. Sehr lecker. So, die Stimme der Kritik, es geht los. Bei British Airways, dem neuen Konzept hier. Wir sind ja viel British Airways geflogen und bisher immer in der alten Business Class, Club World nennt sich das. Und jetzt in der neuen. The Rosé Champagne, please. Und es ist spannend. Es ist super spannend, was sich verändert. Sie haben sich nach vorne entwickelt. Allein schon das Glas, das kannte man bisher nicht. Und auch hier, schaut euch das an. Ich bin überzeugt, ich bin begeistert. Also, ich will es nicht schönreden, aber hey, ihr kennt alle British Airways oder nicht? Und ihr habt gesehen, was sie abliefern. Und das hier, mich hat es überzeugt. Ich motze gerne. Jetzt probieren wir und dann schauen wir mal weiter. Das Dreierbrötchen kennt man. Okay, wir sind in Business Class. Aber hier mit dem silbernen Brötchenkorb, das kennt man von Qatar Airways. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben. Bitte schaut mal das Video vorher, oder wir haben etliche Videos vorher in der alten British Airways Business Class Club World. Ja, so, ich sage mal guten Morgen, ich habe ein bisschen geschlafen, so ungefähr 2,5 Stunden sogar, ging, aber es war relativ unbequem. Ich finde das Bett viel zu kurz und das Kissen ist viel zu hoch, also unbequem auf jeden Fall. Na, aber für so einen kurzen Look. Sorry, would you like some afternoon tea? Yes, please. I go for the sandwich. The sandwich. Ja. Aber jetzt gibt es nochmal 1,5 Stunden vor Landung in New York ein Afternoon Tea. Das kennen wir immer von den Hilton Hotels in den Lounges. Ja, muss aber nicht immer süß sein. Das kann ja auch mal deftig bzw. Sandwich sein. Ja. Und dann sind wir in New York, aber leider nur im Transitbereich. Ich liebe diese Stadt, aber wir sind im Dezember wieder da. Da freue ich mich besonders drauf zur Adventszeit. Jetzt einfach nur im Transit und dann geht es weiter nach Vegas. Vegas ist genauso cool. Hier mein Fazit in aller Kürze. Ich bin begeistert, dass British Airways so dermaßen aufgestockt hat. Für den Preis und die Möglichkeit, bei British Airways so schnell den Goldstatus zu erreichen, bin ich sehr zufrieden. Warum nicht? Schaut euch andere Business Classes in 2018 bei uns an. Geht in unseren Kanal, geht in die Suche und sucht einfach Business Class. Und ihr werdet sehen, was Sache ist. Ich bin auf jeden Fall zufrieden und wir wurden nicht von British Airways bezahlt. Wäre auch noch schöner, wenn sie das tun würden. Ja, und jetzt geht's weiter zu Stefan. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, das ist mein Sandwich, oder mein Sandwiches, Brot, nochmal Süßigkeiten und Marmelade, Butter. Ja, so, das ist ja schon ein bisschen mehr als ein Snack. Ja, ein Rosé-Champagner ist auch dabei. Zum Abschluss muss ja auch sein, ne? Und dann sind wir bald in New York. Als ich gerade mal ein Törtchen gegessen habe, ist mir aufgefallen, dass dieses Essen auf diesem Flug hier von Do und Co. beliefert wird. Das ist dieselbe Firma, die auch Turkish Airlines mit Essen in den Flugzeugen beliefert. Meistens sehr, sehr gut. Und British hat ja verschiedene Lieferanten. Wir sind gelandet, aber die Immigration ist so voll, dass wir noch 20 Minuten hier drin sitzen bleiben müssen. Habe ich auch noch nie gehabt. Ja, jetzt warten wir alle hier, bis wir uns abschnallen können, los können. Aber ich glaube, ja, das wird so schnell nichts. So, 20 Minuten sind tatsächlich rum. Wir mussten noch im Flugzeug warten. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie denn die Einreise hier verlaufen wird. Wir haben nämlich noch den Anschlussflug und der geht in ungefähr 1,5 Stunden. Und die Einreise kann ja hier in den USA manchmal ein bisschen länger dauern. Vielleicht haben wir auch eine Short Connection Mitteilung, dass wir schnell durch können. Mal gucken. Auf jeden Fall war der Flug jetzt hier ganz nett. Und das D oder Do & Co., so nennt sich ja das Catering, war erst
echt klasse im Vergleich zu den früheren British Airways Business Class Flügen. Ja, ohne Vergleich. Eine richtig große Steigerung. Das hat euch wahrscheinlich schon Dominik mehrfach erklärt. So, jetzt geht's für uns zack, zack los zur Immigration. Wir haben nicht viel Zeit und ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Dann bis zum nächsten Video dann. Ciao. Nein, es ist nur eine Plexiglas-Hülle, die angeklinkt wird. Also dich kann man ja schnell täuschen. Ich dachte, das ist was aus Star Trek, aber okay. Guck mal, es ist nur eine Scheibe. Habe ich nicht richtig geguckt letztes Mal. Mensch.